Alles klar, willkommen zurück. In diesem Video werden wir Nachrichten auf den Spielerbildschirm bringen. Das Ganze machen wir über den Player Controller, wo wir auch schon letztes Mal mitgearbeitet haben. Hierzu wollen wir uns eine GUI erstellen und gehen in den Content Browser, da in den Main-Ordner. Hier wollen wir einen Ordner namens UI erstellen. Hier stellen wir dann ein User Interface und dann auf Widget Blueprint w-player UI nenne ich die. User Interface, also die GUI. Das hier ist ein Blueprint für eine GUI, für den Nutzerinterface. Wer das erste Mal damit arbeitet, das ist so ein bisschen tricky, wie man das machen kann. Wir werden es hier in dem Kurs so einfach wie möglich zu halten. Zumindest behandeln wir die Grundfunktionalitäten von so einem GUI, von so einem User Interface, UI. Also so ein User Interface, so eine GUI, der ist manchmal genauso aufwendig wie so das Spiel selbst, wenn man sich da beliebig weit vertiefen kann. Und deswegen wollen wir zügig in dem Kurs vorankommen und werden hier die Grundfunktionalitäten natürlich kennenlernen und das, was fürs Spiel benötigt wird. Auf der linken Seite sehen wir, was für Elemente so alles in so eine UI reingesteckt werden können. Zunächst holen wir uns so ein Canvas-Panel, einfach oben links auf Canvas eingeben und einfach runterziehen in dieses W-Player UI. Dann haben wir ein Canvas-Frame, wo wir weitermachen können. Das nächste ist so ein Border, das ich mir runterziehe in das Canvas-Panel. Diesen Border dann ausgewählt, den kann man hier bei Anchors einmal positionieren. Ich packe ihn einmal hier unten in die Mitte. Danach können wir nach diesem Anchor einmal ausrichten, Position X und Y einmal zurücksetzen. Dann ist er hier unten. Jetzt haben wir dem UI hier gesagt, dass dieser Border da ist und dass das entsprechend hier gesetzt wird, also in die Mitte und unten platziert wird, mit den Anchors. Und die Basisgeschichte, die man wissen muss, ist, dass UI-Interfaces, also diese GUI, die läuft nur auf Client-Seite. Das ist entsprechend dann die UI für den Client und wie das Ganze aussieht. Unseren Border können wir jetzt ein bisschen noch anpassen. 0,6 und 0,6 und da Alignment. Das Ganze können wir noch hier ziehen und verschieben nach oben, damit das besser zu sehen ist. Ungefähr so. Und bekommt noch einen ganzen Namen, das Ding, dieser Border. Das ist einfach ein Border für die Spielernachricht. Player Message Border. 0,5 sieht auch hier etwas besser aus bei X. Und ich habe hier einfach hochgeschoben, ungefähr bei 4, 3,9 Periode. Wichtig ist, dass wir diesen Border, wo jetzt die Nachrichten auch da sind, als Variable hier definieren. Ist Variable. Der Message Border ist bei mir eine Variable, um das Ganze dann verwenden zu können. Hier in diesem Graph hier. Weil über die Variable können wir dann entsprechend hier Sachen machen damit. Und wir haben hier unseren Message Border als Variable hier. Man kann halt damit alles Mögliche machen mit dieser Variable. Im Grunde kann man die ändern in verschiedenen, oder den Style auch ändern. Alles Mögliche, was man im Grunde hier bei diesem Border auch hat, hier auf der rechten Seite. Einstellungen, nur über die Variable und das Ganze hier halt anpassen. Im Grunde kann man sagen, alles, was man so zur Laufzeit ändern will in der GUI vom Spieler, das möchte man hier im Grunde so als Variable definieren, ist Variable, um dann halt in so einem Graph, in dieser Blueprint hier verwenden zu können und entsprechend animationstechnisch zu ändern oder die Inhalte zu ändern, zu ersetzen oder Größen zu ändern, je nachdem, was man davor hat. Was wir hiermit machen wollen, ist, wir zeigen dann in diesem Border, wenn der Spielercharakter über ein Item geht, über einen Gegenstand, dann soll nämlich der Name angezeigt werden und wenn er dann nicht mehr über dem Gegenstand ist, dann soll der Name nicht mehr angezeigt werden. Hierfür brauchen wir so ein Textelement und ziehen das einfach unter die Player Message Border. Das Ganze heißt bei mir Message. Der Textblock ist jetzt noch ein bisschen größer hier als der Border. Dann gehen wir auf den Player Message Border und hier rechts haben wir Size to Content. Wenn wir den anhaben, dann ist der Border entsprechend so wie auch der Text. So haben wir auch immer einen schönen Rahmen um den Text, der so groß wie der Text ist. Dann wollen wir noch, dass dieser Message, dieser Textblock, gut, wir können hier auch noch Message reinschreiben. Bei dieser Message als Text, da ist es halt wichtig, dass es auch so eine Variable ist, weil wir wollen das in diesem Graphen auch verwenden. Kompilieren und speichern das Ganze. Hier kann man auch so Einstellungen machen bei der Message. Wir wollen das erstmal hier zentrieren. Die Message Border, Player Message Border, da wollen wir noch das einstellen, dass man das Ganze auch sehen kann. Ja, hier ist Appearance, Brush Color. Das wollen wir aufmachen und hier dann den Alpha-Wert einfach auf 0 setzen. Kompilieren und speichern das.
Dann können wir uns die Message nochmal anschauen. Die Message als solche kann man auch noch etwas größer machen. Das Ganze geht dann über Font. Mal ein bisschen größer. Oh, zu groß. Einfach 33. Was auch schön ist, man kann eine Font-Family auswählen. Das heißt, wenn ihr so besonderen Text irgendwo her habt oder Text-Style, dann könnt ihr das einfach hier ersetzen bei der Font-Family. Also im Grunde irgendeine Font herunterladen, eine Schriftart und dann hier bei Font-Family kann man die dann verwenden. Das Ganze wollen wir uns nochmal ausgeben, das anzuschauen. Hierzu gehen wir in den Source-Controller. Und wenn das Spiel beginnt, bei Begin Play, dann wollen wir uns ein kurzes Delay holen. Eine kleine Verzögerung. Danach wollen wir uns diese UI zum Bildschirm holen. Weil das Ganze nur auf dem Client läuft, müssen wir das einmal abfragen. Ist Local Player Controller. Mit B gedrückt hole ich mir noch einen Branch. Das Ganze läuft dann nur auf Client-Seite, weil Event Begin Play läuft ja auf Client und auf Server-Seite. Und das, was hier nachkommt, soll ja nur beim Client wegen der GUI angezeigt werden. Beziehungsweise ja, nur laufen, wenn es der Client ist. Weil danach erst darf man Widgets erstellen. Die einfach rausziehen. Create Widget. Hier ins Construct. Da können wir bei der Klasse einfach diese Player-UI reinstecken. Hierzu holen wir die über den Content Browser, ausgewählt, in den Blueprint Source Controller und hier eingestöpselt. Kompilieren, speichern. Das Ganze wollen wir zu einer Variable promoten. Geht über Rechtsklick hier, Promote Variable. Das ist halt wichtig, damit wir auf die ganze UI-Geschichte auch Zugriff haben, auf die GUI an der Stelle. Das heißt, dass wir hier auf die ganzen Informationen und auf diese Graphen dann Zugriff haben. Und zwar im Player Controller. Ist halt gute Praktik, wenn man im Player Controller die UI-Geschichten macht, also die GUI-Geschichten. Und ja, nicht so viel dann über die Pawn da machen, sondern eher über den Controller gehen. Das Ganze ist, weil der Player Controller, der läuft ja zur Laufzeit weiter. Aber wenn der Spielercharakter mal stirbt oder so ein GUI-Element kommt, möchtest du wieder respawnen, dann ist das einfacher über den Player Controller, weil der ja dann immer noch da ist. Wir machen so der Einfachheit halber. Danach wollen wir das Ganze zum Viewport hinzufügen. Über Add to Viewport. Das Ganze müsste die UI schon anzeigen, wenn wir hier auf Spielen gehen. Jetzt muss hier die Variable auch weitergereicht werden. Add to Viewport. Und da sehen wir unsere Nachricht. I am a long message. Das Ganze können wir noch ein bisschen hübscher machen. Hierzu gehe ich in den vPlayer UI und da in den Designer. Nochmal den Message. Und hier bei Font, da gibt es hier unten drunter als Unterkategorie Outline Settings. Können wir so eine kleine Outline-Geschichte machen. Kompilieren das, speichern das Ganze. Dann haben wir so eine kleine Umrissgröße, Outline Size. So kann man das auch etwas besser erkennen, wenn da eine Nachricht unten ist. Jetzt wollen wir das Ganze auch in den Standardeinstellungen nicht sehen. Das heißt, am Standard Player Message Border da einmal draufklicken. Hier müssten wir das dann sehen. Unter Behavior Visibility, da wollen wir uns das Hidden auswählen. So haben wir uns die UI erstellt und sehen aktuell keine Message. Das ist so der Default-Wert bei uns. Weiter geht's mit dem Event Graph. Das Ganze lösche ich einmal kurz. Wir wollen hier über Custom Events arbeiten, die dann vom Source Controller einfach aufgerufen werden. Das erste Custom Event hier ist dann, das nenne ich Player Message. Hier wollen wir einen Input haben und zwar unten links werden einen Boolean machen. Wir nennen ihn einfach State. Und der andere Input, den ich hier mache, ist vom Typ Text. Das ist unsere Nachricht, Message. Hier brauchen wir noch mit B gedrückt einen Branch. Und zwar der den State annimmt. Und zwar, wenn das Ganze true ist, dann werden wir entsprechend etwas anzeigen und sonst halt nicht. Also wenn es true ist, dann werden wir unser Visibility wieder anschalten. Hierzu brauchen wir unser Player Message Border über ein Get und dann Set Visibility. Das soll dann entsprechend visible sein. Jetzt wird entsprechend der Border auch auf dem Bildschirm angezeigt. Und die Message, die wir auch als Variable hier deklariert haben, das heißt, die haben wir hier ist visible gemacht, genauso wie der Border. Und die Variable Message, die holen wir uns auch über setText, dann setzen wir das Ganze.
Und zwar die Message, die wir dort vom Controller übergeben haben. Und wenn das Ganze halt als State hier false ist, ich kopiere mir das mit Steuerung D, dann wollen wir das Ganze entsprechend hidden machen. Das ist unser kleines Setup, um das Ganze sichtbar und nicht sichtbar zu machen, über so ein Custom Event, das wir dann vom Source Controller ansteuern. Dann zurück beim Source Controller, bei diesem Player Controller. Da wissen wir von den vorherigen Videos, dass hier wir auch ein String bekommen und dass das alles hier korrekt durchgereicht wird, sobald das Pickup da war und wir in diese Collision Box von dem Gegenstand reingekommen sind, dann wird das alles hier einfach weitergereicht. Hier an der Stelle wollen wir dann weitermachen, und zwar diesen Text dann an diesen Client senden. Das heißt, wir wollen hier weitermachen. Hierzu erweitern wir die Client Show Pickup Name und brauchen dort einen Input vom Typ Text, und das ist unser Message. Hier an der Stelle können wir diesen Output-String einfach löschen. Wir wissen, dass das funktioniert. Und verbinden das Ganze. Kompilieren und speichern. Wir senden hier ja im Grunde einfach nur die Nachricht, die Message vom Server an den Client und wollen dann an der Client-Seite was machen. Das heißt, die Server-Seite läuft soweit, und bei der Client-Seite, da holen wir uns die Player-UI einmal hier bei Variables. Ich nenne die auch nochmal anders. Das ist unsere Player-UI. Hier an der Stelle können wir ja jetzt auch unser Custom Event hier anschmeißen, unsere Player Message aus der WPlayer UI, und zwar im Source Controller auf der Client-Seite. Hierzu holen wir uns das Custom Event, unser Player Message. Wir brauchen jetzt auch einen Boolean, den wir weiterreichen, und zwar holen wir uns den Boolean State hier und ziehen ihn und schmeißen ihn einfach in den kleinen Show Pickup Name und verbinden dann dieses Message hier einfach weiter, hier unten, so in der Richtung. Kompiliere und speichere das Ganze. Jetzt brauchen wir natürlich auch ein Boolean auf der Serverseite hier. Hierzu öffnen wir einfach dieses Interface mit Doppelklick und fügen hier einfach einen Boolean hinzu. Der Boolean ist ja ein State dann. Ich packe das jetzt nach oben. Dann habe ich State oben, unten den Namen. Kompiliere und speichere das. Jetzt kann man wieder zum Source Controller gehen und das Ganze hier einstöpseln und weiterreichen. Das Ganze können wir auch hier einmal organisieren. Client Show Pickup Name. Dann sieht das ein bisschen hübscher aus, weil der State oben ist und die Message unten durchgereicht wird. Einfach nur etwas, um es visuell zu haben. Kompiliere und das speichere das Ganze. Jetzt wollen wir zum Blueprint Hero Charakter wieder zurückkehren. Hier hatten wir ja unseren True und False Zweig, den wir hatten. Und zwar, wenn das Ganze True ist, dann wollen wir den State hier auf True setzen. Steuerung D. Und beim anderen Zweig entsprechend auf False. Da darf der State auf False sein, wenn wir den False-Zweig hier lang laufen, sodass er uns hier Show Pickout Name weiterreicht. Oben halt mit den Informationen, mit True und dem Namen für die Message und unten entsprechend den False State weiterleitet. Das Ganze war jetzt in dem BP Hero Char. Kompiliere und speichere das Ganze. Hier haben wir noch einen Error. Wir brauchen da noch ein Target. Das ist dieser Get Controller hier. Der Get Controller muss natürlich auch noch rein und weiter. Kompilieren und speichern das. Wir haben das Ganze hier einfach separat gehalten, um es einfacher verständlich zu machen. Wir können das natürlich auch ein bisschen anders strukturieren und aufbauen. Das Ganze geht natürlich auch mit Overlapping. Im Grunde haben wir hier unser Interface mit Event Set Pickup Info, unsere Blueprint Base Pickup vom letzten Video oder vom vorletzten, und zwar auf der Ebene, wo die Überlappung geschieht. Da wird ja auch Overlapping auf True gesetzt hier, wo der Spieler halt in diesem Collision Box von diesem Gegenstand ist. Im Player Controller wird das einfach dann weitergereicht über die Servergeschichte und dann über die Client-Geschichte. Die GUI-Elemente laufen alle auf dem Client, dann auf dieser Seite mit unserer WPlayer UI, wo wir dann entsprechend die Nachricht hier einfach aktualisieren. Also im True-Zweig wird die Nachricht aktualisiert und entsprechend auch auf Visible gesetzt, dass eine Nachricht da ist, auf dem Gegenstand. Und was ganz anders hier ankommt durch den Durchlauf, dann soll das entsprechend einfach hier wieder hidden sein. Wenn wir jetzt im Spiel das Ganze spielen und da über so ein Schwert laufen, dann zeigt er uns hier Short Sword, und wenn wir dann wieder weggehen, dann ist es wieder weg. Das Ganze über die UI auf Client-Seite. So, das war's auch für dieses Video.
Das heißt, wenn wir das nächste Video machen, dann wollen wir so einen Button F zum Beispiel drücken, um so ein Item auch mal aufheben zu dürfen. Und wenn wir dann F gedrückt haben, dann wollen wir dieses Schwert automatisch ausrüsten lassen. Und das machen wir einfach im nächsten Video. Ich sehe euch dann einfach im nächsten Video. Bis bald.